Heute kommt es zum großen Vergleichstest zwischen Fanatec Podium DD1 und der Simucube SC2 Pro Wheelbase. Ich gebe in jedem Kapitel Einzelwertungen ab und am Schluss wird dann zusammengerechnet. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Simucube hat dieses Testmuster der SC2 Pro Wheelbase für längerfristige Tests zur Verfügung gestellt und die Podium DD1 Wheelbase ist eine Leihgabe von Fanatec. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme dafür kein Geld, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Fanatec's Podium DD1 Wheelbase ist Stand Ende 2020 zum Preis von 1199,95 € über den Fanatec Webshop erhältlich. Die Simucube SC2 Pro Wheelbase ist zum Richtpreis von 1470 € über unterschiedliche Reseller erhältlich. Der Garantiezeitraum beträgt bei Simucube 24 Monate und Fanatec gewährt 3 Jahre Garantie auf die DD1 Wheelbase. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Bei beiden Wheelbases enthalten sind ein Netzteil und alle nötigen Anschlusskabel. Simucube legt einen Notaustaster bei, den gibt es bei Fanatec nur optional zu ordern und dieser schlägt dann mit 99,95 € zu Buche. Das Kapitel Preis und Lieferumfang entscheidet Fanatec mit der Podium DD1 knapp für sich. Bei der Endabrechnung gibt's dann ein separates Preis-Leistungskapitel, welches in die Gesamtwertung klarerweise mit einfließt. Die Bewertung ist mit 10 Punkten für den Kapitelsieger und entsprechender Abwertung für das andere Produkt aufgestellt. Aus rein monetärer Sicht ein knappes 10:9 für die Fanatec Podium DD1 Wheelbase. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Die SC2 Pro ist für den PC kompatibel. Eine Konsolenkompatibilität ist werkseitig seitens Simucube nicht gegeben. Fanatec bietet mit der Podium DD1 Wheelbase PC-Kompatibilität uneingeschränkt an und Xbox-Kompatibilität gibt's zusätzlich, wenn du ein Xbox-zertifiziertes Produkt, ein Lenkrad oder eben den entsprechenden Hub zum Einsatz bringst. Dieses Kapitel geht abermals an Fanatec, aber in Sachen PlayStation-Kompatibilität müsst ihr werkseitig von der Fanatec Podium DD1 Wheelbase absehen. Kapitel Nummer 4: Die Ausstattung. Frontseitig befindet sich bei beiden Wheelbases der Quick Release, um Lenkräder aufzunehmen. Darauf gehen wir dann in einem separaten Wertungskapitel etwas später ein. Ebenso frontseitig sind 4 Stück M8 Gewindelöcher bei Simucube für die Montage an deinem Rig vorgesehen. Bei Fanatec habt ihr frontseitig 4 Gewindebohrungen für beispielsweise die Static Shifter Pedals angebracht, sowie an der Oberseite ein OLED mit 70 x 20 mm verbaut. Auf der Rückseite der Simucube SC2 Pro habt ihr die Anschlüsse für das Netzteil, den Notaustaster und einen Anschluss für Zubehör. Ebenso befindet sich auf der Rückseite der Simucube der USB-Anschluss und ein Ein-Aus-Schalter wieder. Für die drahtlose Kommunikation zwischen Wireless-Lenkrädern und der Simucube 2 Pro Wheelbase wird eine Antenne angeschlossen. Die Fanatec Podium DD1 Rückseite die weist den Stromanschluss, den Anschluss für die Handbremse, für Pedale, Shifter 1, Shifter 2, einen USB-Anschluss, darüber On-Off-Button, dann Dataport, Killswitch, Torque Key, CAN Bus, eben für künftigen Datenaustausch zwischen elektronischen Steuergeräten auf. An den Seiten bleibt die SC2 Pro Wheelbase absolut clean und bei Fanatec sind je 2 x M8 Gewinde 20 mm tief links rechtzeitig für den Hardmount am Rig bzw. die Befestigung der Mounting Brackets vorgesehen. Die Unterseite bei Simucube wiederum ist clean und bei Fanatec findet ihr 5 M6 Gewinde ca. 12 mm tief für die Dreiecksbefestigung oder Rechtecksbefestigung vor. Fanatec behält auch in diesem Kapitel die Oberhand, da umfangreichere Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind und ein Display verbaut ist. Dafür bietet Simucube mit der Wireless-Schnittstelle die Möglichkeit, drahtlose Wheels zu koppeln. Diese Möglichkeit gibt es bei Fanatec Stand Ende 2020 noch nicht. Und so geht's weiter mit Kapitel 5, die technischen Details. Beide Wheelbases folgen der Bauweise des Direktantriebes. Einfach gesagt sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse und verglichen mit Zahnrad- oder Riemenlösungen
Das sind günstigere Lösungen, erfolgt der Antrieb somit direkt und so präzise wie nur irgendwie möglich. Das maximal bereitgestellte Drehmoment liegt bei der SimioCube SC2 Pro Wheelbase bei 25 Newtonmeter und die Fanatec Podium DD1 stellt ein maximales Drehmoment von 20 Newtonmeter bereit, welches nach mehreren Sekunden Volllast auf 15 Newtonmeter gedrosselt wird. Im üblichen Renneinsatz werdet ihr aber in die Verlegenheit der Drosselung nur dann kommen, wenn ihr sekundenlang unter Volllast im Kreis fahren wollt. Ich habe erst kürzlich einen Drehmomentenvergleich diverser Lenkräder bzw. Wheelbases angestellt. Guckt euch diesen bei Bedarf unbedingt an. Ein 300 Watt Netzteil kümmert sich um die Stromversorgung bei SimioCube und bei Fanatec macht diesen Job ein 480 Watt Netzteil. Unterm Strich ist der Stromverbrauch aber bei beiden Produkten auf Augenhöhe. Die Kühlung bei Fanatec übernimmt ein rückseitig verbauter, relativ großer Lüfter und SimioCube bewerkstelligt dies passiv, sprich ohne einen Lüfter. Beim Vollbelastungstest mit 25 Newtonmeter und 2 Minuten im Kreis zu fahren, wird die SC2 Pro Wheelbase trotz passiver Bauweise gerade einmal handwarm. Und bei Fanatec ist der Lüfter kaum bzw. sehr selten zu vernehmen und die Temperaturen bleiben ebenso bei beiden Wheelbases im absolut grünen Bereich. Das Kapitel geht dank größerer Drehmomentreserven und der hervorragenden passiv funktionierenden Kühllösung an SimioCube SC2 Pro. Kapitel Nummer 6, die Abmessungen. Die SimioCube Wheelbase Außenmaße ohne Quick Release. Die betragen 130 x 130 x 190 mm Tiefe und die Wheelbase ist ca. 10 Kilogramm schwer. Der QR hat einen Außendurchmesser von 68 mm und ist 65 mm tief. Die Fanatec Podium DD1 weist eine Breite von 165, eine Höhe von 160 und eine Länge von 240 mm auf. Die Tiefe des QRs beträgt 90 mm. Der Außendurchmesser 59 mm an der Schelle und 38 mm an der Lenkradaufnahme. Und die DD1 Base bringt ebenso 10 Kilogramm auf die Waage. SimioCube nimmt beim Betrieb vor dem Monitor deutlich weniger Platz und Sichtfeld ein. Weiters kannst du den Monitor aufgrund der geringen Bautiefe näher zu deiner Sitzposition verbauen. Und somit entscheidet SimioCube dieses Kapitel für sich. Kapitel Nummer 7, der Quick Release. Die Wheelbase ist bei SimioCube mit einer schwalbenschwanzartigen Aufnahme ausgestattet. Mitgeliefert wird das passende Gegenstück, welches du dann eben auf einem entsprechenden Lenkrad montieren kannst. Dazu gibt's dann eine Adapterplatte, damit ihr Lenkräder mit dem üblichen 70 mm 6 Lochkreisdurchmesser montieren könnt. Und eine 30 mm dicke Abstandsscheibe ist ebenso Bestandteil des Lieferumfangs, damit ihr die Distanz von der Wheelbase zum Lenkrad erhöhen könnt. Die Montage habe ich euch beim Ascher Racing B16L SC SimioCube Wireless Wheel genauestens erklärt. Guckt bei Bedarf dort nochmal rein, ich hänge den Link oben mit rein in die Infobox. Bei Fanatec besteht die Aufnahme aus einem 38 mm dicken Hohlzylinder, der innenseitig die Pins der Lenkräder aufnimmt. Eine Überwurfmutter wird dann entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht und diese drückt dann eine Hülse gegen den in die Narbe eingelassenen Gummipuffer. Das Lenkrad selbst wird über den Quick Release und den einrastenden Kugeln rund um die Narbe samt der Nut an der Podium Wheelbase Achse angebracht. Und der komprimierte Gummipuffer, der minimiert dann das Spiel zwischen dem Wheel und der Aufnahme. Das Umstecken bei SimioCube gelingt in 2 Sekunden und wird mit dem 6 mm dicken und insgesamt ca. 85 mm langen Schnellspannstift gesichert. Diesen kannst du von beiden Seiten nach Belieben einbringen. Und durch die innenliegenden Kugeln wird dieser von selbst über die Nut in Position gehalten. Du hast mit diesem System bei SimioCube eine im Prinzip spielfreie Verbindung zwischen der Wheelbase und dem Lenkrad selbst hergestellt. Bei Fanatec dauert der Lenkradwechsel etwas länger und kann beim Entspannen des Gummipuffers nach längerer Nutzung einiges an Kraftaufwand erfordern und ist somit aufwendiger als beim Mitbewerber. An die nahezu spielfreie SimioCube-Verbindung zwischen Wheelbase und Lenkrad kommt Fanatec nicht heran. SimioCube hat in diesem Kapitel eindeutig die Nase vorn. Kapitel Nummer 8, Material und Haptik. Metall soweit das Auge reicht, bei beiden Produkten. In Sachen Haptik fühlt sich alles sehr glatt und eben metallisch kühl an. SimioCube fühlt sich durch das geschlossene Gehäuse noch etwas massiver und noch wertiger an
als die ebenso hervorragend ausgeführte Fanatec Podium DD1 Wheelbase. Die bei Fanatec durch Magnetstreifen angebrachten Seitenabdeckungen und die oberseitige Abdeckplatte sind ordentlich angebracht. Kleine Spaltmaße sind aber klarerweise vorhanden. Das Abdeckgitter für den Lüfter ist aus Kunststoff ausgeführt und das seitliche Fanatec-Logo ist aufgeklebt. Bei SimioCube wurde dieses aufgedruckt und unterm Strich geht dieses Kapitel knapp, aber doch an SimioCube. So geht's weiter mit Kapitel Nummer 9, die Verarbeitung. Hier gibt es nicht viel zu berichten. Die Verarbeitung ist bei beiden höchster Industriestandard. Ihr habt überall saubere Kanten, keinen Grat und alles ist sauber eloxiert bzw. bedruckt. Abgesehen von den eingesetzten Materialien entsprechen beide Produkte allerhöchstem Standard. Unterschiede in dieser Kapitelwertung kann ich hier keine rausarbeiten, darum 10 Punkte für beide Produkte. Kapitel Nummer 10, die Akustik. Bei SimioCube dringen keine metallischen Geräusche von innen nach außen. Man vernimmt kein Klackern oder Krachen bzw. Schlagen aus dem Inneren der Wheelbase oder über den Quick Release. Damit ist die SimioCube SC2 Pro Wheelbase absolut schlafzimmertauglich, auch wenn man mit rauen Settings so wie ich unterwegs ist. Ich persönlich fahre immer mit minimalster Dämpfung, um eben diese Effekte sehr transparent durchzuspüren. Aber auch hiermit sind keine mechanischen Geräusche aus dem Innenleben der SC2 Pro vernehmbar. Du hast lediglich tiefe Resonanzen, diese sind etwas vernehmbar, die aber in keinem Moment störend wahrgenommen werden können. In diesem Kapitel muss man bei Fanatec Abstriche auf sehr hohem Niveau machen. Bedingt durch die aktive Kühlung und somit offene Bauweise Geräusche aus dem Innenleben nach außen lässt. Diese sind aber nur dann wahrnehmbar, wenn du mit sehr rohen Settings unterwegs bist. Weiters scheint softwareseitig ein immer wiederkehrendes Klackern aus dem Inneren der Podium DD1 Wheelbase noch immer nicht behoben zu sein. Beim Ausschalten der Base wurde dieses mittlerweile über die Software oder Firmware gemindert. Auf der Strecke aber kann dies manchmal nach außen dringen und euch komisch vorkommen. Dieser Umstand wird dann gebessert, wenn ihr das Podium-Display nicht in den Datenmodi betreibt, sondern auf der Fanatec-Logo-Seite belässt. Unterm Strich würde ich die Podium DD1 aber als wohnzimmertauglich, wenn auch nicht schlafzimmertauglich einstufen. Versteht mich nicht falsch, Fanatec macht mit der Podium DD1 einen großartigen Job in puncto Akustik. Aber SimioCube macht einen grandiosen Eindruck und geht in diesem Kapitel als Sieger vom Platz. Kapitel Nummer 11, die Optik. Klar, einfach und puristisch gilt für beide Produkte. Beide Gehäuse sehen edel aus und viel mehr gibt's dazu nicht zu berichten. SimioCube bekräftigt mit einem sehr kleinen Schriftzug den Understatement-Anspruch. Aber auch Fanatec wirkt dahingehend nicht übertrieben. Da Optik immer so eine rein subjektive Perspektive darstellt, kann dieser Punkt ausschließlich von euch bewertet werden. Ich kann in einem möglichst objektiv versuchten Vergleich keine Punkte für dieses Kapitel vergeben. Kapitel Nummer 12, die Montage. Dies gelingt bei SimioCube stirnseitig über das Lochbild des Flansches. Im Gegenzug werden die meisten anderen Wheelbases, so auch das Fanatec Podium DD1, von unten mit einem Rig verschraubt. Bei SimioCube benötigst du ein Rig mit frontseitiger Montagemöglichkeit, da es unterseitig keine Gewindelöcher gibt. Fanatec bietet somit out of box die umfangreichere Kompatibilität an diversen Rigs und zusätzlich Gewindebohrungen an den Seiten für die eben seitliche Montage. Mit dem SimLab Adapter wird die SimioCube Wheelbase frontseitig aufgenommen und transportiert diese über den Schenkel an das übliche Dreilochbildschema von Fanatec. Dies gelingt einfach und günstig, erfordert aber den Bezug von Drittanbieterware. Fanatec hat in diesem Kapitel somit die Nase vorne. Kapitel Nummer 13, die Software. Direkt auf der SimioCube Homepage findest du die TrueDrive Software zum Download. Diese installierst du dann und gelangst in eine übersichtlich gehaltene Benutzeroberfläche. Eine sehr ausführliche Erklärung der TrueDrive Software findest du im SimioCube Einzeltest von vor paar Wochen. Gucke da unbedingt bei Bedarf rein, um alle Möglichkeiten dieser Software einzusehen. Bei Fanatec kannst du diverse Einstellungen über die Fanalab Software vornehmen. Gleichzeitig sind auch Anpassungen über den Fanatec-Treiber möglich. Die Fanalab Software macht für mich noch den Eindruck einer Beta-Software, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bei SimioCube finde ich die Zusammenfassung aller wichtigen Elemente in einem Softwarepaket besser gelöst. Die TrueDrive Software von SimioCube macht einen sehr
ordentlichen, aufgeräumten Eindruck und ist auch für Neueinsteiger wunderbar verständlich. Die Menüpunkte sind selbsterklärend und die Profilverwaltung ebenso. SimioCube bietet zusätzliche Features wie beispielsweise einen automatischen Hand-Off-Stop oder signaltechnische Unterstützungen wie beispielsweise beim Clipping. In diesem Kapitel schneidet SimioCube besser ab und fährt den Sieg in dieser Kategorie ein. Kapitel Nummer 14, das Ökosystem. Fanatec bietet hier eine ganze Palette von unterschiedlichen Lenkrädern aus dem eigenen Haus. Und ihr könnt sowohl Lenkräder als auch Pedale direkt über das Fanatec Tuning Menü bedienen und verwalten. Sowohl ältere als auch neuere Lenkräder sind mit der Podium DD1 kompatibel und es ist für jede Rennklasse, jedes Genre, für jede Preisklasse etwas dabei. Bei SimioCube müsst ihr zu Drittanbietern greifen und hier wird's meist teuer. Als SimioCube-Vorteil bleibt der einzige Punkt, dass ihr Lenkräder im Überenthusiastenbereich einsetzen könnt. Das beginnt dann mit Vollmetall-Wheelplate wie hier bei meinem Asher Racing und setzt sich fort in vierstellige Preisregionen. Unterm Strich geht in diesem Kapitel aber Fanatec als Sieger hervor, weil Fanatec eine wunderbare Bandbreite auch zu günstigen Preisen bietet und eben das konkurrenzlose Fanatec Tuning Menü als Komfort-Feature. Kapitel Nummer 15, die Rennstrecke, wie immer unser Hauptkapitel und deshalb gibt's hier 20 Punkte für den Sieger abzustauben. Beim Rennstreckentest handelt es sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit vielen Jahren gut kenne und die es möglich für mich machen, möglichst objektive Vergleiche zu ziehen. Die genaue Auswahl und Begründung meiner Testszenarien habe ich im vorher erwähnten SimioCube Einzeltest erläutert. Meine Vorerfahrungen kennen die meisten aus meinem Kanal. Ich bin seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Simracing-Produkten von Einsteiger bis Enthusiastenware unterwegs. Und die Fanatec Podium DD1 ist bei mir seit Release im Einsatz und die SimioCube Base mittlerweile seit mehreren Monaten. Und alle Aussagen basieren auf einer sehr langfristigen, ausführlichen Testung und Gegentestung beider Mitbewerber. Testszenario Nummer 1, das ist R-Factor 2, ein Oreca LMP Strecke Bridgehampton. Der Fokus liegt hierbei auf der sehr brüchigen, unebenen Streckenbeschaffenheit, um Aufbrüche rauszufiltern. Ich verwende die beiden Wheelbases in Kombination mit meinem Motion Simrig SR1 und gleichzeitig unter der Nutzung von VR mittels HP Reverb. Hier spüre ich, dass beide Produkte die Effekte völlig lagfrei ohne Verzögerung umsetzen. In den Hochgeschwindigkeitskurven nach Start und Ziel baut sich das Force Feedback bei beiden sehr schnell und sehr smooth auf. An der Spitze der Force Feedback Power, dem sogenannten Peak, schlägt SimioCube sehr direkt und spielfrei an. Hier muss Fanatec Podium DD1 etwas federn lassen. Ein leichtes Spiel in der Aufnahme führt zu einer leichten Dämpfung hin zum Endanschlag. Der schmale Grenzbereich des Oreca erfordert superschnelle Lenkkorrekturen. Und hier provoziere ich das Unter- bzw. Übersteuern. Ich fahre beabsichtigt etwas unsauber, um eben diese Grenzbereiche auszuloten. Und hier spüre ich kaum Unterschiede bei beiden Wheelbases. Diverse Fahrfehler lassen sich bei beiden wunderbar abfangen. Auch der Übergang neben der Strecke zurück auf den Asphalt gelingt super smooth und ohne ruckeliges Verhalten bei beiden Bases. Bei Fanatec höre ich mit meinen rohen Settings ab und an ein Geräusch aus dem Gehäuse, aber nichts, was unter Spielsound in Wirklichkeit stören würde. Testszenario Nummer 2, R-Factor 2, McLaren 650 GT3, Strecke Bathurst, Australien. Hier konzentriere ich mich auf das Reifenmodell und das Verhalten beim starken Anbremsen nach den High-Speed-Geraden. Und am Plateau oben über die Kuppe rechts das Leichtwerden des Fahrzeugs, wie dies herausgefiltert wird. Hier spüre ich das Leichtwerden der Fahrzeuge bei der SimioCube Base etwas genauer, etwas detaillierter und klarer, aber Fanatec Podium DD ist dabei sehr nahe dran. Und bei der S-förmigen Kurvenkombination bergab wird die schnelle Reaktion und der Lastwechsel beobachtet. Und danach das Anbremsverhalten nach der Highspeed-Geraden. Mit ABS off bleibt bei blockierenden Rädern die SimioCube Base etwas unaufgeregter, aber trotzdem ultra transparent. Testszenario Nummer 3, das ist Assetto Corsa, ein Ferrari 488 GT3, Strecke Highlands, Schottland. Bei diesem Szenario kümmere ich mich überwiegend um schnelle Kurven. Wie baut sich das Force Feedback auf? Wie fühlt es sich bei hohem Grip und Downforce an? Und wie lässt es in den
Rutschphasen nach. Im Start-Ziel-Bereich ist ein Kopfsteinpflaster verbaut, wo ich die feinen Effekte bei Simucube etwas deutlicher transparenter herausspüre als bei Fanatec. Dieses gibt die Simucube SC2 Pro äußerst detailliert wieder und man spürt den Übergang zum üblichen Asphalt wunderbar und wie das Fahrwerk mit dem Kopfsteinpflaster beschäftigt ist. Testszenario Nummer 4. Zum Abschluss muss wie immer die Königsdisziplin herhalten. Assetto Corsa, Nordschleife, Porsche RSR 2017. Ich schneide die Curbs bewusst an, um das Verhalten des Fahrwerks rauszufinden. Und die Kuppe lässt einen super simulieren, wie das Fahrzeug wiederum leicht wird und wann es wieder Grip und Downforce bekommt, um den Scheitelpunkt des nächsten Rechtsknicks zu treffen. Danach im Karussell achte ich, ob man rausspürt, dass hier Betonplatten aneinander gesetzt sind. Und auch hier spürst du, dass es nicht nur stumpfe Schläge gibt, sondern dass sich dein Fahrzeug von Platte zu Platte fortbewegt bzw. darüber brettert. Das ist bei Simucube erschreckend transparent umgesetzt. Und im darauffolgenden Geschlängel achte ich wiederum auf das Grip-Verhalten und beim Anbremsen Pflanzgarten auf das Anbremsverhalten über die Kuppe hinweg. Hier kann ich kurze, stumpfe Schläge bei Simucube herausspüren, die ich bei Fanatec Podium bis dato noch nicht so wahrgenommen habe. Und auf der Döttinger Höhe achte ich, ob sich ein Oszillieren der Wheelbases aufschaukelt. Bei beiden Wheelbases wird dieses Oszillieren aber nie zu einem Problem. Und so fasse ich meine Rennstreckenerfahrungen zusammen. Die Bandbreite der Wheelbases von 20 bzw. 25 Newtonmeter reicht aus, um jede Fahrzeugklasse realistisch simulieren zu können. Du hast auch hier keine Probleme mehr, in die Verlegenheit des Clippings, dem Abschneiden von Effekten zu geraten. Die Power ist bei Fanatec Podium DD1 übermäßig dimensioniert und bei Simucube schier unglaublich. Ich nutze oft sehr kräftige Spitzen, die Peaks von 15 Newtonmetern und nach einigen Runden Nordschleife geben sich beide Wheelbases keine Blöße und das sogar bei passiver Kühlung von Simucube ohne Lüfter. Nach vielen Monaten und unzähligen Runden mit beiden Wheelbases und oftmaligen Umbau geht für mich in diesem Kapitel Simucube als Sieger vom Platz. Vermutlich macht hier der spielfreie Quick Release den Unterschied. Aber Achtung, der Unterschied spielt sich für mich auf einem sehr, sehr knappen und hohen Niveau ab. Bei meinem Erstausflug mit der Simucube dachte ich mir zuerst, Wahnsinn, wie dieses Ding abliefert. Wie gut und transparent liefert diese SC2 Pro ab und ich war dabei zugegebenermaßen fast schon gehypt. Beim Umbau zurück wieder zu Fanatec war ich aber dann doch wieder überrascht, wie knapp Fanatec an die Transparenz von Simucube rankommt und sich die Unterschiede auf einem sehr schmalen Bereich abbilden. Wie erwähnt, geht Simucube in diesem Kapitel als knapper Sieger vom Platz und kassiert von mir die vollen 20 Punkte in unserem Hauptkapitel. Fanatec bleibt aber mit 17 von mir gewerteten Punkten in Schlagdistanz. Und so geht's weiter mit dem Kapitel Preis verglichen mit der gebotenen Leistung. Im letzten Einzelkapitel stellen wir den Kaufpreis der Gesamtperformance aller Kategorien gegenüber. Und hier geht der Sieg in meinen Augen an Fanatec. Die Podium DD1 bleibt in vielen wichtigen Kapiteln an Simucube dran und kann einige Kategorien für sich entscheiden. Beim Kaufpreis kann ca. 270 € eingespart werden und die Gesamtperformance bringt keine großen Abstriche mit sich. Und so kommen wir auf die Zielgerade. Alle Pros und Cons und neutrale Kapitel wurden in den Einzelkapiteln gegenübergestellt und fallen an dieser Stelle aus. Ausführlich könnt ihr diese zu den Einzeltests der Simucube bzw. Fanatec Wheelbases in meinen damaligen Tests nachholen. Und so geht's weiter mit der Abrechnung, dem Fazit, der Zielgruppe und der Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 17, Gesamtabrechnung der Einzelkategorien. Zuerst die wichtigen Infos für euch. Ich habe mein Skript für diesen Megatest zusammengeschrieben und Kapitel für Kapitel der Reihe nach bepunktet. Nach der Gesamtabrechnung habe ich keinerlei Punktkorrekturen vorgenommen. Ich habe versucht, möglichst objektiv zu bewerten. Und für dich wichtig ist, dass du bei der Gesamtabrechnung für dich unwesentliche, unwichtige Punkte wegstreichst und neu zusammenzählst. Ist dir zum Beispiel das Kapitel Abmessungen und Kompatibilität völlig egal, völlig unwichtig, dann kann dein Gesamtergebnis anders als in meinem Fall aussehen. In meiner Gesamtabrechnung geht Simucube SC2 Pro als sehr, sehr knapper Sieger vom Platz.
Wie knapp dies unterm Strich war, das hat mich selbst überrascht. In Prozenten ausgedrückt komme ich bei SimioCube somit auf 100% und die Podium DD1 erreicht 97%. Kapitel Nummer 18, das Fazit. SimioCube liefert auf der Rennstrecke gnadenlos ab und hat diese Performance einer nahezu spielfreien Verbindung und einer super Software zu verdanken. In diesem Kapitel holt sich SimioCube die nötigen Punkte in den Einzelkategorien ab, um eben knapp an der Fanatec Podium DD1 vorbeiziehen zu können. Stand Ende 2020 kann Fanatec mit dem Quick Release nicht ganz gegenhalten, verhält sich für mich aber trotzdem überraschend gut bzw. sehr gut gemessen an der Performance, die am Wheel schlussendlich ankommt. Ich habe mit mehreren Kumpels aus meiner Enthusiasten-Community über diese beiden Wheelbases gesprochen und hier sind die Meinungen relativ ähnlich gelagert. Einige merken auf der Rennstrecke keine bis nur sehr marginale Unterschiede beider Produkte und andere haben angemerkt, dass es auch leichte Unterschiede in unterschiedlichen Spielen hinsichtlich der Effekte gibt. Das Handling und die Konstruktion des Quick Release wurde aber einheitlich für SimioCube gewertet und manche haben auf SimioCube wegen der extrem kompakten Bauweise und der Nutzung von Enthusiasten-Wheels gesetzt. Ich kenne aber auch Nutzer, die von SimioCube zu Fanatec zurückgewechselt haben, da das Ökosystem und auch der Komfort des Tuning-Menüs unschlagbar ist, genauso wie auch eben der mögliche Konsolensupport, den Fanatec anbietet. Unterm Strich gilt aus meiner Sicht zu sagen, dass ich keinen großen Unterschied der Rennstrecken-Performance feststellen kann und es hier Unterschiede im sehr knappen, marginalen Bereich gibt. Wichtig für dich ist, dass du dein Urteil nicht auf einer kurzen Testrunde beim Kumpel fällst. Jedes der beiden Systeme bedarf mindestens 10 Stunden an Einarbeitungsgewöhnungszeit und erst nach 30 bis 40 Stunden mit den Wheelbases lässt sich in meinen Augen ein valider, fairer Vergleich der beiden Systeme ziehen. Kapitel Nummer 19, Zielgruppe und die Kaufempfehlung. Gehörst du zu der Zielgruppe des All-in-One-Paket-Users im Enthusiastenbereich, dann wirst du um Fanatec und dessen Ökosystem nicht herumkommen. Dieses ist einfach vorbildlich gehalten und wird weiterhin ergänzt. Wenn du Fanatec Podium DD-Nutzer bist und einen Umstieg an SimioCube denkst, dann bist du der Anwender, der jedes noch so kleine Detail aus der Strecke rausfüllen möchte und dies auch kann und immerzu nach dem ultimativen Fahrerlebnis sucht. Hier gilt es aber realistisch zu bleiben, denn du betrittst damit keine andere Liga des Fahrerlebnisses. Dessen musst du dir unbedingt bewusst sein. Als SimioCube-Besitzer, der nur auf dem PC unterwegs ist, kannst du dich zurücklehnen. Die Performance dieser Wheelbase ist großartig und der hohe Preis ist in meinen Augen gerechtfertigt. Möchtest du aber diverse Komfortfeatures an Bord holen oder auch Konsolenausflüge wagen, dann kann der Fanatec-Umstieg von SimioCube für dich lohnen. Die Abstriche auf der Rennpiste in Sachen Transparenz werden dir keinesfalls Kopfzerbrechen bereiten, wenn du diese überhaupt wahrnimmst. Dazu sind eben diese viel zu gering und viel zu marginal. Vorm spannenden Ausblick seid ihr am Zug. Wie hat euch dieser Mega-Vergleich gefallen? Wie sieht eure Punktewertung aus? Habt ihr bereits mit beiden Systemen Erfahrungen sammeln können? Lasst mich dies bitte in den Kommentaren wissen, das würde mich wahnsinnig interessieren. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 20, dem Ausblick. Demnächst montiere ich einen Adapter von SimRacing Machines auf meiner SimioCube SC2 Pro Wheelbase, um auch Fanatec Lenkräder damit betreiben zu können. Wie dies alles funktioniert, das werde ich wie gewohnt ausführlich für euch reviewen und euch diese Lösung vorstellen. Und weitere Reviews sind in Planung. Es wird eine Neuauflage des Fanatec Tuning Menü Reviews geben und der Fanatec Kompatibilitätsguide PC, PlayStation, Xbox für alle Produkte muss wieder aufgefrischt werden. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für das treue Dabeisein in meinem Kanal, für die ganzen Spenden und mir macht es Spaß, mit euch zu reviewen. Vielen Dank für alles und ich freue mich auf unser nächstes Review, euer Ron.